So, 16 Uhr. Herzlich willkommen zum ersten Preislabs Webinar in deutscher Sprache. Es freut mich wirklich, so viele Teilnehmer hier zu sehen. Mein Name ist Daniel. Ich bin euer Host heute. Vielleicht ganz kurz, um mich ein bisschen vorzustellen, bevor ich bei Preislabs angefangen habe, habe ich selber als Property Manager gearbeitet. Ich habe in den letzten 6 Jahren in Spanien, wo ich zu Hause bin, habe ich als Revenue Manager und Property Manager gearbeitet, war selbst ein begeisterter Preislabs-Nutzer und habe dann natürlich, bei Preislabs angefangen. Durch die Nutzung von Preislabs selbst konnten wir damals bei uns eine Umsatzsteigerung von ungefähr 22% erreichen. Zwischen 18 und 22% kam immer ein bisschen auf das Objekt an. Und ich führte das dann gleich von Anfang an auf die Kapazität, die Preislabs hatte oder hat, uns täglich mit optimalen Preisen für unsere Objekte optimale Preise zu erstellen. Okay, das vielleicht ein bisschen ganz kurz zu meinem Background, damit ihr wisst, mit wem ihr redet heute. Vielleicht sollten wir uns noch anschauen, bevor wir jetzt richtig tief einsteigen, einige Sachen, die wir über das Webinar beachten sollten. Dieses Webinar wird also aufgezeichnet. Die Aufzeichnung, das Recording, das schicken wir euch dann am Anschluss per E-Mail zu. Ihr könnt gerne Fragen stellen oder auch den Chat für Kommentare nutzen. Die Kommentare selber, die kann ich nicht beantworten heute. Und die Fragen würde ich dann bitten, in die Q&A-Section zu schicken. Ihr seht, da ist ein Knöpfchen drauf, da steht Q&A drauf. Einfach draufdrücken und dort könnt ihr dann die Q&A-Section nutzen. Wir werden am Ende des Webinars, was ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern sollte, werden wir versuchen, einige Fragen aus der Q&A-Section zu beantworten. Bitte versteht natürlich, es sind im Moment, sehe ich, 119 Leute, was wirklich sehr, sehr viel ist, worüber ich mich natürlich freue. Wir werden am Ende der Sektion versuchen, einige Fragen zu beantworten. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir es nicht für alle schaffen. Wir werden uns wahrscheinlich die interessantesten dann auch raussuchen und es kann sein, dass wir den einen oder anderen dann auch spezifisch anschreiben, wenn die Frage halt sehr tiefgreifend oder sehr komplex ist, dass wir das dann auch vielleicht schriftlich euch beantworten können. Okay, also wie gesagt, ich freue mich über eure Kommentare. Ihr könnt auch gerne, ihr seht das, ihr könnt das auch gerne mit einem Thumbs Up machen. Ihr könnt das auch, wer mir Herzen schicken will, kann das auch. Den Thumbs Down, den haben wir deaktiviert, nur aus Sicherheitsgründen. Okay, gut, so viel dazu. Worum geht es also heute in unserem ersten Webinar auf Deutsch? Natürlich werden wir euch Preislabs auf Deutsch vorstellen. Es ist jetzt endlich auch auf Deutsch verfügbar. Im Anschluss möchte ich euch ein paar interessante Marktdaten und Trends in Deutschland und aus dem deutschsprachigen Raum im Allgemeinen präsentieren. Das werden nicht sehr tiefgreifende Daten sein, aber ich werde euch dann auch zeigen, wie ihr noch selber Recherchen machen könnt. Und am Ende möchte ich noch mit euch über die AI-Tools, Funktionen und Anpassungen, die im Preislabs möglich sind, sprechen. Gut. Für alle, die uns jetzt noch nicht kennen oder erst vor kurzem bei Preislabs eingestiegen sind, als Kunde angefangen haben, wie immer ihr das nennen möchtet. Preislabs ist seit 2014 auf dem Markt und seit über 10 Jahren, seit 10 Jahren generiert Preislabs für über 400.000 Objekte auf der gesamten Welt täglich dynamische Preise. Ich glaube, das Team hat vor 10 Jahren mit ganz wenigen Leuten, 8 oder 10 Leuten angefangen. Heute sind es über 150 Angestellte, die bei Preislabs arbeiten. Unsere Zentrale, die ist in Chicago, aber das Team ist auf der ganzen Welt verteilt. Ihr findet uns also natürlich in den Staaten Brasilien, Kolumbien, Portugal, Indien, Spanien und so weiter. Also wir sind wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Nur in Deutschland ist halt noch keiner. Wie gesagt, ich wohne nicht in Deutschland im Moment. Einmal im Jahr versuchen wir dann auch, das ganze Team zu bekommen, was immer sehr witzig ist. Wir treffen uns dann
versuchen uns wirklich alle zu treffen. Wir nennen das Ganze Workation, also eine Kombination aus Work, Arbeit und Vacation, Urlaub. Das klappt an einen Tagen sehr gut, an anderen weniger. Also an einem Tag ist mehr Arbeit, dann wird dann mehr Wert auf den Urlaub gesetzt. Aber gut, die Grundidee ist halt, dass wir, obwohl wir alle remote arbeiten, uns dann auch hin und wieder mal sehen und über viele Sachen sprechen können. Preislabs, um euch das oder denjenigen, der es jetzt noch nicht weiß, auch noch ein bisschen zu erklären. Preislabs ist also eine vollständige Revenue Management Lösung, welche nun nicht nur über dynamisches Pricing oder welche sich nicht nur aus dynamischem Pricing zusammensetzt. Das ist natürlich unser Core-Produkt, dieses dynamische Pricing, was eine Kombination aus menschlicher Kontrolle mit erstklassiger Automatisierung ist. Für die, die es schon nutzen, die wissen, wovon ich rede. Welche Lösung bietet allerdings Preislabs noch an? Außer oder nicht nur, also zusätzlich zum Dynamic Pricing, welches sich aus einem Algorithmus zusammenhängt, übrigens, welcher täglich bzw. welcher kontinuierlich verbessert wird. Also unser Team ist da sehr dran am Arbeiten. Bieten wir außerdem noch Portfolio Analytics an, Portfolio-Analysen. Das ist normalerweise bei jedem PMS, der mit uns verbunden werden kann, ist das dann gratis mit drin. Es erlaubt uns eine detaillierte Auswertung und eine Berichterstattung über unsere eigene Performance zu bekommen. Das Ganze über ein zentrales Dashboard. Des Weiteren haben wir Market Dashboards. Die sind ein bisschen vernachlässigt für meine Begriffe. Ich selber habe sie sehr, sehr gern genutzt. Der Unterschied ist hier, dass wir Market Dashboards in der Lage sind, Objekte auf der ganzen Welt zu tracken. Das können 1000 Objekte, das können 5000 oder sogar 10.000 Objekte sein, die wir tracken können. Diese Market Dashboards sind also sehr, sehr hilfreich, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Investment macht oder für Property Managers, die jetzt einen neuen Markt eröffnen möchten und halt sehr, sehr tiefgreifende Einblicke in diesen neuen Markt haben möchten. Da wäre das ideal ein Market Dashboard. Und das letzte, das neueste Produkt, woran wir sehr lange gearbeitet haben, heißt Revenue Estimator Pro. Dieses Produkt hilft uns, ein Estimate, also eine Prognose für ein Objekt, was irgendwo auf der Welt sein kann, zu erstellen. Das heißt, wir wollen vielleicht einen Kunden haben oder selber investieren und wollen halt wissen, okay, in diesem Markt, in dieser Zone, in diesem Bereich, wie viel kann ich denn als Einnahmen erwarten? Und damit wird der Revenue Estimator Pro halt mit wenigen Klicks sehr, sehr hilfreich sein, um diese Frage zu beantworten. Unser Ziel ist es natürlich, Preislabs so vielen Nutzern wie möglich nahezubringen, daher auch unser Engagement für deutschsprachige Kunden. Wie gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis wir jetzt auch in deutscher Sprache verfügbar sind. Wir haben also das Produkt übersetzt, was auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr einfach erscheint, so nach dem Motto, hallo ChatGPT, übersetzen wir das mal kurz. Wir haben aber wirklich dann im Endeffekt uns für professionelle Übersetzer entschieden. Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön hier an Dario, der uns da sehr geholfen hat. Eine der Schwierigkeiten, die wir zum Beispiel hatten, war zu entscheiden, welche Industriestandardbegriffe wir denn jetzt ins Deutsche übersetzen und welche wir im englischen Original belassen. Wir wissen, im Deutschen viele Begriffe, industriespezifische Begriffe werden halt übernommen einfach. Aber wie gesagt, unser Ziel war es halt, das Produkt so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen. Das heißt, wir haben wirklich versucht, 90% zu übersetzen. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere von euch noch irgendwo ein paar kleine Macken findet. Wir sind natürlich dabei, das ständig zu verbessern. Wir feilen auch noch ein bisschen daran. Also es kann sein, dass das ein oder andere vielleicht noch auf Englisch rauskommt, wenn ihr hier oder da mal Klick macht. In diesem Falle würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen, dass ihr einfach uns auch mal anschreibt und sagt, hey, ich habe das gesehen oder das hier ist falsch geschrieben, wie auch immer. Da sind wir wirklich dankbar drüber, weil das würde uns natürlich auch helfen, unsere Plattform dann zu verbessern. Das Hauptziel
war jedenfalls für uns gewesen, möglichst schnell auch auf die deutsche Marktversion auf den Markt zu bekommen. Und hier sind wir halt. Weiterhin sind dann für den deutschsprachigen Raum sind geplant, dass wir auch an Branchenevents teilnehmen. Also sprich, wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich Roadshows veranstalten. Wir werden auf Messen vertretbar sein und ja, an anderen Industrie-related Events mit dabei sein und arbeiten auch weiterhin an der Zusammenarbeit mit anderen deutschen Partnern, um diese Zusammenarbeiten auszubauen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht nur um Messen und so weiter, sondern auch immer mehr mit deutschsprachigen PMS zu verbinden. Und natürlich, was für euch wahrscheinlich ganz, ganz wichtig sein wird und interessant sein wird, es wird auch an einem Format gearbeitet und ich hoffe, das ist dann auch bald verfügbar, wo wir auch unser wöchentliches Live-Training, was jetzt schon in, glaube ich, Spanisch, Französisch und auf alle Fälle natürlich auf Englisch zugänglich ist, das natürlich dann auch auf Deutsch zu machen. Wie gesagt, daran wird noch dran gearbeitet, also ein bisschen Geduld, aber es soll dann auf alle Fälle in der Zukunft kommen. Im Großen und Ganzen will sich Preiselabs dann als vertrauenswürdiger Partner für euch darstellen. Viele von euch, oder auch nicht, aber viele von euch kennen uns vielleicht schon aus der Branche und wir sind halt für Innovation sehr bekannt. Wir haben also diese Anerkennung auch von anderen Softwares. Wir haben ein wirklich ausgezeichnetes Datenteam. Ich habe die Jungs wirklich selber kennengelernt. Das ist wirklich ein spitzen Data Science Team. Erste Klasse und sie sind natürlich ständig bemüht, unser Produkt zu verbessern und die Funktionalitäten zu erweitern. Wir arbeiten und verbinden mit mehr als 100 Property Management Systemen unsere Software. Wir arbeiten also mit ihnen zusammen und haben Integration mit über 100 Softwares zur Verfügung. Auch diese wird ganz speziell für den deutschen Raum weiterhin erweitert und der Schwerpunkt liegt hier auf, ja, speziell auch auf Hotelmanagement-Software zu schauen, dass wir mit diesen immer mehr integrieren. Und vielleicht noch der letzte wichtige Punkt, wer es noch nicht weiß, Preiselabs ist auch Host für eines der Top-Podcasts in der Branche. Der Name ist RefLabs. Wie schon gesagt, ist im Moment alles nur noch auf Englisch, aber wer einfach mal möchte, schaut einfach mal rein. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Insider-Tipps und man kann sehr, sehr viel davon lernen. Gut, dann wollen wir doch jetzt wirklich mal ein bisschen uns ein paar Daten einschauen. Welche Kenntnisse können wir denn jetzt über den deutschsprachigen Raum gewinnen? Ich habe hierfür ein paar Daten für euch vorbereitet, um, sagen wir, eine grobe Gesamtübersicht hier zu geben. Was wir hier haben, ist eine Auflistung aller europäischen Länder, die halt eine bemerkenswerte bzw. nennenswerte Anzahl von Anzeigen für Ferienobjekte, sprich STR, Short-Term Rentals haben. Ersten Platz seht ihr Frankreich, Italien, Spanien. Für mich ganz klar, weil es sind halt ja, die Haupturlaubsländer. Sehr viel Tourismus in diesen Ländern. Aber wir sehen halt, Deutschland, Germany ist auf 5. Platz und im letzten Jahr sind die Inserate sogar um 17% gewachsen. Wir haben dann auch hier die Schweiz, Österreich und Belgien aufgeführt, damit sich keiner hier vernachlässigt fühlt. Aber wie ihr seht, 275.000 Anzeigen allein in Deutschland, was darauf hinweist oder was für einen sehr reifen und umfangreichen Markt spricht, welcher allerdings auch noch viel Potenzial aufweist. Die Top-Regionen haben wir jetzt einfach mal aus Deutschland herausgesucht. Diese, das muss ich am Anfang sagen, können sich etwas von Daten, welche von deutschen Statistikinstitutionen kommen, können die etwas variieren. Ganz einfach, wir berufen uns bei diesen Daten auf unsere eigenen STR-Quellen. Wichtige Gebiete sind hier, wie wir sehen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dann haben wir Berlin auch etwas weiter unten. Ich glaube, jeder von euch, ich weiß halt nicht, wo ihr jetzt alle verteilt seid, aber jeder wird sich hier vertreten finden. Ihr seht, es ist halt viel los, es ist am Wachsen
Und das, um es nochmal zu sagen, spricht wirklich für einen Markt, der im Ausbau ist und der anfängt auszureifen. Wichtige Gebiete in der Schweiz sind zum Beispiel Zermatt, Genf und Luzern, habe ich jetzt hier nicht mit in diese Grafik mit reingenommen. Österreich hätten wir natürlich Wien, Salzburg, Innsbruck, Hallstatt, ihr kennt sie. Gut, wer jetzt da noch ein bisschen tiefer recherchieren möchte, wer also jetzt selber nochmal hier seine Recherche machen möchte, der kann bei uns gerne auf unseren World STR Index schauen. Ihr findet die URL, die findet ihr unten in Rot. Wer es jetzt nicht schafft, hier ein Foto zu machen, wie gesagt, das Webinar wird aufgezeichnet. Wir senden es euch per Ende zu und ich lade euch wirklich ein, dort einfach mal wirklich herumzuspielen. Ihr könnt euch alle Regionen aussuchen, auf welche ihr mal reinschauen möchtet. PriceHub stellt hier völlig gratis diesen Index zur Verfügung. Und es kann halt, wenn ihr wirklich tief dort reinfindet, ihr könnt halt wirklich Erkenntnisse hinsichtlich RevPAR, ADR und Belegung der letzten 3 Jahre einsehen. Das Ganze ist im Moment bis 2021, kann das zurückverfolgt werden. Und ja, für die Leute unter euch, die halt Daten sehr lieben, das ist eine gute Chance, da mal noch tiefer reinzuschauen und zu sehen, wo halt noch Potenzial da ist. Okay, jetzt wollte ich mich mit euch ganz kurz auch nochmal den Markt anschauen, wie er denn aufgeteilt ist. Ich sehe, hier kommen eine ganze Menge Fragen rein. Okay, wir schauen nachher, ob wir darauf dann zurückgehen können. Hier wird es jetzt etwas interessanter, weil was wir bis jetzt gesehen haben, okay, gut, wir wissen jetzt, wo die Regionen sind, wo sich halt die meisten Ferienwohnungen bzw. Objekte befinden. Aber interessant wird es jetzt, wenn wir uns hier auch ein bisschen mal anschauen, wie sich denn der deutschsprachige Markt zusammensetzt. 65% des Marktes, der Anzeigen, die wir halt gefunden haben, sind individuelle Gastgeber oder kleinere Verwaltungsfirmen. Bei kleineren Verwaltungsfirmen meine ich Firmen, die zwischen 2 und 10 Objekten managen. Das heißt, ungefähr 91% unserer Kunden fallen in die Kategorie klein bis mittelgroß. Dies sollte uns dann ein ungefähres Bild geben, wie der Markt verteilt bzw. wie er verwaltet wird. Was ich damit meine, werde ich euch hier erklären. Und zwar sehen wir, dass wenn wir den Markt jetzt hinsichtlich der Aufteilung nach der dynamischen Preisgestaltung splitten, aufteilen, dann sehen wir, dass 41% der Anzeigen immer noch statische Preise aufweisen. Also es wird wirklich noch viel Oldschool-Pricing hier gemacht. Es werden Preise aufgesetzt und dann leave it. Die werden so gelassen. Wir sprechen gleich darüber, in ein paar Minuten noch darüber, was das für Nachteile hat. Zwar 28% weisen gelegentliche Preisvariationen auf. Hauptsächlich werden hier Hauptsaison, Nebensaison unterschiedlich gepreist, aber wir können auch hier noch nicht unbedingt von einer dynamischen Preisgestaltung sprechen. 26% weisen moderate Preisvariationen auf, sprich, wir können unterschiedliche Preise für spezifische Perioden erwarten und nur 7% ändern ihre Preise mit einer hohen Frequenz, sprich auf täglicher Basis. Jetzt wird sich natürlich der eine oder andere hier die Frage stellen, muss ich denn wirklich meine Preise täglich wechseln? Ich glaube, die Frage beantwortete sich selbst, wenn wir jetzt einfach mal darüber überlegen, dass unser Markt, also der Ferienwohnungsmarkt, beziehungsweise der Vacation Rental Markt, ist halt sehr, sehr dynamisch. Das heißt, wir schauen auf Marktsituation, Konkurrenz und natürlich die Eigenbelegung, was sich diese 3 Faktoren, die in ständiger Bewegung sind, die sich ganz dynamisch wechseln und konstant ändern. Von daher die Antwort auf die Frage, sollte ich denn jetzt meine Preise oft angleichen, anpassen? Ich glaube, die Antwort ist ja.
Gut, ich wage mich denn an dieser Stelle auch mal ein Statement, eine Aussage zu machen. Wenn wir diesen Graph uns also nochmal anschauen, behaupte ich einfach mal, dass 69% der Inserate zu einem bestimmten Zeitraum wahrscheinlich potenzielle Kunden verlieren, beziehungsweise Geld auf dem Tisch liegen lassen, da sie ihre Preise nicht optimieren. Um das Ganze zu verstehen oder um dieses Statement auch etwas zu untermauern, möchte ich mit euch ganz kurz über Nachfrage- und Preiselastizität sprechen. Stellen wir uns einfach mal vor, wir würden wie wir das hier in dem Graph sehen, wir würden unser Eigentum, unser Objekt, ja, vielleicht verschenken wir übertrieben, aber zu einem lächerlichen Preis herausgeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sehr, sehr viele Buchungen bekommen, wird wahrscheinlich ist sehr, sehr hoch. Okay? Also je geringer der Preis, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir viele Buchungen anziehen. Je höher wir jetzt unseren Preis legen, also sprich, wir werden hier immer teurer, desto geringer wird dann auch die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir weiterhin eine große Anzahl an Buchungen heranziehen. Das ist eine Sache, die wurde in Ökonomie sehr, sehr lange studiert und wird auch noch studiert. Aber wie gesagt, das Ganze nennt sich Preis- bzw. Nachfrageelastizität. Und wir verändern natürlich, je nachdem, wie hoch oder wie tief wir unseren Preis setzen, verändern wir die Anzahl der Nachfrage für unsere Buchung. Okay, an dieser Stelle auch noch eine ganz kleine Bemerkung, wo ich mal ganz kurz drauf eingehen möchte. Wir sollten wirklich immer im Kopf behalten, und das ist wirklich ein Tipp, den ihr nicht vergessen solltet. Bei jeder Transaktion, sowohl der Verkäufer als auch der Käufer suchen nach einem Gewinn. Ich sage das, weil ich sehr oft immer noch sehe, dass viele Preise auf Kostenbasis kalkuliert werden. Das heißt, wir denken nur über unsere Kosten, über unsere Gewinn nach. Wir müssen aber auch daran denken, dass der Käufer, der Kunde oder der Mieter natürlich auch nach seinem Gewinn schaut. Okay? Das nur noch mal so am Rande. Gut, was macht jetzt Preislabs oder wo kann jetzt Preislabs uns behilflich sein? Natürlich, um unsere Preise jetzt dynamisch zu gestalten. Was passiert also genau, wenn wir jetzt die Preise dynamisch gestalten, wie der Graph zeigt, geht es halt darum, hier den Sweet Spot zu finden. Das heißt, weder zu billig noch zu teuer. Das ist unser Revenue, also unsere Einkunft, die wir erhalten können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von Buchung, die wir hier erreichen könnten. Beide Seiten, beide extreme Seiten, also weder sowohl sehr billig als auch sehr teuer, sind nicht ideal. Das heißt, wenn wir auf den teuren Bereich gehen, werden wir wahrscheinlich weniger Buchungen haben und dadurch natürlich auch weniger Einkünfte. Wenn wir auf den billigeren Bereich gehen, genau dasselbe, halt viele Buchungen, aber zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Das heißt, das Revenue, die Einkünfte sind hier nicht optimal. Von daher noch einmal der Sweet Spot, darum geht es und da sollte uns Preislabs dann auch wirklich helfen, diesen innerhalb von 24 Stunden immer wieder neu zu kalkulieren und immer wieder mit einem neuen Sweet Spot herauszukommen. Gut, hier hilft uns natürlich Preislabs mit seiner künstlichen Intelligenz anhand der aktuellen Marktwerte und der Eigenperformance die optimalen Preise für höchstmögliche Umsatzwahrscheinlichkeit zu kalkulieren. Und damit habe ich dann auch schon die Schnittstelle zur künstlichen Intelligenz geschafft. Um darüber mit euch zu sprechen, vielleicht ganz am Anfang die Definition, die ich hier mal rausgesucht habe. Wir sprechen also über künstliche Intelligenz, wenn ein Computer oder ein Roboter halt die Fähigkeit hat, Arbeiten zu erledigen, beziehungsweise Tasks zu bewerkstelligen, die normalerweise mit intelligenten Wesen, mit Intelligenz verbunden sind. Okay, also laut dieser Definition, ein Fahrstuhl ist in seinem ganz primitiven Status, ist es dann auch irgendwo eine künstliche Intelligenz. Bei uns sieht es natürlich etwas anders aus. Wir sollten hier zwischen zwei Formen von künstlicher Intelligenz unterscheiden. Die eine Narrow
AI, Narrow Artificial Intelligence genannt, die andere Generative AI genannt. Wir haben zwei Beispiele hier, eine natürlich PriceLabs und die andere ChatGPT, kennt ihr alle. Während die Narrow AI sich auf bestimmte umrissene Anwendungsbereiche beschränkt, und die Spezialisierung hier ist darauf ausgelegte, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, haben wir bei der Generative Artificial Intelligence ist was ein Teilbereich der KI ist. Ich komme jetzt ein bisschen durcheinander mit dem Englischen, dem Deutschen und so weiter, was die KI, Künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence ist. Okay, also wie gesagt, Narrow ist spezifisch auf eine Task ausgerichtet, während die Generative AI ist wirklich in der Lage, dann auch neue Inhalte zu kreieren, sprich Texte, Bilder, Videos oder, letztens haben wir es auch gesehen, sogar Musik zu erstellen. Das Ganze basiert sich dann auf Modellen, auf spezifischen künstlichen, also Computermodellen, welche natürlich mit Daten gefüttert werden müssen. Im Falle von ChatGPT wissen wir, aus dem ganzen Internet werden hier Daten gezogen, werden alle gespeichert und dann halt verarbeitet und dadurch ist er dann auch in der Lage, so eine große Vielfalt von Tasks zu erledigen, während bei uns in Narrow AI, wir konzentrieren uns halt wirklich auf die Daten, die wir aus dem Markt bekommen, halt Daten aus dem Markt bekommen, zu ziehen, speziell jetzt natürlich mit Ferienwohnungen, mit Kurzzeitvermietung zu tun haben, um dann halt basierend auf diesen Daten entsprechende Tasks bzw. Berechnungen vorzuführen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? PriceLabs zieht also, und wenn ich ziehen sage, meine ich scrapen. Wir scrapen also Daten aus Airbnb, VRBO, Booking.com und noch einen anderen Data Sources. Diese Daten werden dann erst einmal prozessiert, die werden also gesäubert. Bei Säuberung meine ich, es werden Blockierungen entfernt. Es werden Duplikate bereinigt, es werden sogenannte Geisterinserate, also sprich Inserate, die jetzt Outliers darstellen. Beispiel könnte sein, dass jemand einen Preis von 10.000 € die Nacht reingelegt hat, um nicht gebucht zu werden. Das sind also alles Aspekte, die wir bei der Datenprozessierung in Betracht ziehen und wo wir halt versuchen, halt die Daten dann wirklich so sauber wie möglich zu gestalten. Und dann im dritten Schritt wird dann unsere künstliche Intelligenz, also unser Algorithmus, wird damit dann in Anführungsstrichen gefüttert. Und interessant wird es jetzt hier, weil ab diesem Punkt haben wir oder geben wir dann auch dem Endnutzer die Möglichkeit, diese Berechnung zu personalisieren, also sprich den Algorithmus etwas fein zu tunen, etwas noch genauer für die persönlichen Zwecke einzustellen, auf das persönliche Business Model einzustellen. Im konkreten Falle sieht es so aus, dass hier jeder seine eigenen Strategien anwenden kann. Und wenn ich Strategien meine oder über Strategien spreche, dann meine ich halt, wann soll bei mir Last Minute einsetzen? Möchte ich meine Preise im Voraus etwas höher haben? Im Voraus, also sprich für zukünftige Reservierungen, die noch weit in der Ferne liegen, sprich nächstes Jahr, die nächsten 6 Monate, was auch immer. Möchte ich meine Mindestaufenthaltsregeln, möchte ich die dynamisch gestalten? Also das sind alles Möglichkeiten, die wir halt noch einstellen können und damit halt den Algorithmus auch noch auf unsere persönlichen Bedürfnisse einzustellen und den dann für uns zu arbeiten zu haben. Das Ganze führt dazu, dass der Benutzer dann halt ständig unter Kontrolle ist. Wir werden das wird mit den Vergleichsgruppen, also sprich mit Comsets, die wir aus dem Markt bekommen, wird es dann halt verglichen. Wir kommen mit dem idealen Preis heraus. Und der 6. Schritt ist dann natürlich die Performance-Kontrolle. Ihr solltet euch das Ganze vielleicht anstelle einer Linie als einen Kreis vorstellen, weil wenn der Schritt Nummer 6, die Performance-Kontrolle, abgeschlossen ist, geht es vorne wieder los. Wir fangen wieder an, die Daten neu zu sammeln, neu zu prozessieren, wieder den Algorithmus zu füttern und so weiter.
und das wird halt konstant wiederholt. Ganz einfach, der Markt, wie ich das vorhin schon erklärt habe, ist halt sehr, sehr dynamisch und das ist ein Prozess, der halt wirklich sehr, sehr schnell alt wird, um das sozusagen, wenn er nicht ständig erneuert wird. Gut, der Algorithmus von Preislabs, der wurde in den letzten Jahren sehr viel verbessert. Unsere heutige Version heißt HLP, das steht für Hyperlocal Pulse. Unter anderen Verbesserungen, die vorgenommen wurden, ist dieser Algorithmus also wirklich auf einen spezifischen Raum konzentriert. Entschuldigung, das heißt, wo das Objekt jetzt genau liegt, in diesem Bereich geht der Algorithmus speziell rein und findet halt die nächsten 350 liegenden Objekte, Inserate im Umkreis. Maximaler Umkreis sind hier, glaube ich, 15 Kilometer, habe ich dort auch aufgeschrieben, und fängt dann ab dort zu arbeiten, um dann individuell die Preise für diesen Bereich zu gestalten. Damit hört es jetzt aber nicht auf, sondern Preislabs hat in den letzten Jahren und Monaten wahrscheinlich mehr, auch sehr stark daran gearbeitet, jetzt auch generative AI zu integrieren. Ganz einfach haben wir festgestellt, dass viele oder dass einige Leute halt eine schwere Zeit haben, halt die ganzen Graphen von uns auch zu interpretieren, beziehungsweise das nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und von daher, die Idee war halt hier, generative AI einfach diese Arbeit machen zu lassen. Das heißt, generative AI schaut einfach rein und kann uns aus den Marktdaten, die wir halt auflegen, die wir halt zur Schau stellen, kann uns das Ganze in leicht verständliche und kurze Sätze verwandeln, sodass wir wirklich sehr schnell eine Analyse hier machen können mit der Hilfe von AI. Das Ganze kann in verschiedenen Situationen beziehungsweise in verschiedenen Funktionalitäten abgerufen werden. In dem Fall, was wir hier sehen, sehen wir halt eine Zusammenfassung oder einen Ausschnitt der Zusammenfassung für die zukünftigen Preise. Das Ganze kann auch für die Marktbelegung gemacht werden und für noch eine andere Punkte. Also wirklich eine große Hilfe für alle, die jetzt wirklich Zeit sparen möchten und einfach auch jetzt wirklich mal sich die Zusammenfassung hier runterziehen lassen möchten. Gut, jetzt haben wir über die AI gesprochen. Was kann jetzt Preislabs generell noch anbieten? In Preislabs ist es sehr, sehr einfach, mehrere Objekte zusammen zu verwalten. Das ist interessant für alle oder sehr interessant für alle, die jetzt mehrere Einheiten verwalten müssen, 10, 15, 20. Wir können zum Beispiel alle Auflegungen, alle Einstellungen, die wir vornehmen können, auf Gruppen- oder Account-Ebene vorgenommen werden. Das heißt, es ist halt wirklich sehr, sehr schnell möglich, Einstellungen zu verändern, anzupassen und das Ganze dann für 10, 15 Einheiten bzw. Objekte in wenigen Klicks vorzunehmen. Meine Lieblingsansicht ist zum Beispiel, das habe ich es auch hier festgehalten, ist der Multikalender. Wenn ihr bei Preislabs mal reinschaut, der Multikalender gibt halt einen Blick oder erlaubt mir halt einen Überblick auf mein gesamten Portfolio, beziehungsweise auf bestimmte Gruppen zu sehen. Ich sehe also in OneGo sehe ich halt, wann ich Reservierungen habe, wie der Preis-Breakdown ist für jeden Tag. Und das ist wirklich sehr, sehr handy. Alle Einstellungen, wie ich das gerade schon gesagt habe, können auf 3 Ebenen vorgenommen werden. Ansonsten bieten wir auch noch Customized APIs an. Das ja, ist jetzt vielleicht mehr oder weniger für die Leute, die jetzt im Development unter euch sind, interessant. Die wissen dann auch, worum es geht. Also es ist, sagen wir, sehr, sehr einfach, Preislabs auch mit anderen Softwares zu verbinden. Ganz einfach, weil wir vorbereitete Schnittstellen dafür haben. Teammanagement, sehr wichtig. Wenn jetzt jemand möchte, dass gewisse Teammitglieder Zugriff zu bestimmten Einheiten haben, nur diese sehen können, dann kann das hier alles eingestellt werden. Performance Metrics, wir haben über 40 Performance Metrics, also sprich Kennzahlen, die zur Auswahl stehen und die man sich halt anschauen kann. Und für mich eine der wichtigsten Sachen hier, weil wenn man dann 200 Einheiten bewirtschaftet, dann wird es auch interessant, sich mal wirklich seine eigenen Recherchen noch zu machen.
Es sind sehr, sehr viele Daten in PriceLabs, können runtergeladen werden, das Ganze völlig gratis. Das ist einer der großen Vorteile, der von vielen anderen Anbietern nicht angeboten wird. Okay, kurz zusammenfassend, wir können also wirklich mit der Hilfe von der Software erkennen, ob jetzt einige Tage in der Zukunft ja, sehr stark hinsichtlich ob es sich um starke Buchungstage handelt oder ob es etwas schwächere Buchungstage sind. Wir haben auch die Möglichkeit, Objekte zu identifizieren, die außergewöhnliche Performance haben. Bei außergewöhnlicher Performance kann das sowohl positiv als auch negativ sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein großes Portfolio habe, ich würde dann wirklich die Möglichkeit haben, sehr schnell zu schauen, ob ich jetzt welche habe, die jetzt overperforming sind oder underperforming, muss ich da Veränderungen vornehmen, kann sehr, sehr schnell mit PriceLabs gemacht werden. Und natürlich wollen wir, das kann mit der Portfolio Analytics erreicht werden, wollen wir natürlich auch unsere Daten vergleichen, sei es jetzt mit dem Vorjahr, mit dem Vormonat, vielleicht wollen wir auch mal ein PDF mit einem ganzen Report kreieren, um das dann dem Team zuzuschicken, beziehungsweise auch mal einem Eigentümer, also einem Stakeholder, zukommen zu lassen. Gut, wie gesagt, unser Team ist halt für euch da. Wir sind also wirklich engagiert, um euch zu helfen, Erfolg zu haben in eurem Unternehmen in jeder Hinsicht, sei es jetzt, dass es eine Einheit ist, die ihr bewirtschaftet, seien es jetzt 50, 200, was auch immer. Wie gesagt, im Moment stehen zur Verfügung sehr viele Live-Webinare, woran ihr teilnehmen könnt. Deutsch, wie gesagt, in Produktion, wird also dran gearbeitet, kommt in der Zukunft dann auch was zusammen. Unser Chat- und E-Mail-Support ist 24 Stunden am Tag für euch da. Am Wochenende, um ganz ehrlich zu sein, sind es weniger Leute. Am Wochenende kann das auch mal vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde dauern, bis jetzt spezifisch oder sehr komplizierte technische Sachen gelöst werden können. Aber unter der Woche sind die Jungs wirklich sehr, sehr fit. Ansonsten größere Accounts bekommen dann auch einen Dedicated Account Manager, also jemand, mit dem ihr auch wirklich hin und wieder über euren Account herübergehen könnt, nachschauen könnt, was kann verbessert werden, was ist neu, woran sollte gearbeitet werden. Das kann auf regelmäßiger Basis gemacht werden. Ja, 35 Minuten, über eine halbe Stunde war geplant. Wir sind also durch. Ich danke jetzt allen, die dabei waren, die sich die Zeit genommen haben, hier zuzuhören. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Ich werde das jetzt auch gleich suchen. Also für die jetzt los müssen, wie gesagt, vielen Dank. Schaut einfach rein bei PriceLabs. Wer noch keinen Account sich erstellt hat, ihr bekommt einen Free Trial. Es gibt auch Free Trials für die Market Dashboard. Schaut euch die wirklich mal an. Portfolio Analytics ist integriert und Revenue Estimator Pro, ein Produkt, an dem wir neu gearbeitet haben, ist auch verfügbar und kann auch frei getestet werden. Gut, dann werde ich jetzt für die restliche Zeit noch versuchen, ein paar Fragen hier zu beantworten. Lasst uns mal hier rüber schauen. Ihr erlaubt mir mal, dass ich mir einen ganz kleinen Schluck Wasser trinken könnte. Okay. Andreas fragt hier, die Einstellungsoptionen sind komplex. Da hast du recht, Andreas. PriceLabs erinnert mich immer ein bisschen an Excel, wo ich Excel lernen musste. Da waren 150.000 Knöpfe und ich wusste gar nicht, welcher wofür da ist. Wichtig hier zu wissen ist, man muss nicht alles einstellen. Viele Einstellungen kommen schon aus der Fabrik mit, also als Grundeinstellungen sind drin. Nur wenn ich dann noch was feintweaken möchte, dann sollte ich vielleicht die eine oder andere Sache anfassen. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, einen individuellen Check zu buchen. Schaut einfach bei uns rein auf der Homepage, geht auf den Support und sagt, okay, ihr möchtet ein Account-Review haben, dann können wir das gerne mal machen. Gut, Alex sagt uns hier, dann fange ich schon mal an. Wenn ich 2 Objekte in einem Haus habe, muss ich sie als 2 separate kostenpflichtige Einträge führen. Okay, das ist eine etwas komplexere Frage, Alex.
Komplex, weil wir haben die Möglichkeit, das Ganze als Multi-Unit zusammenzufassen. Diese Möglichkeit besteht. Allerdings müssten wir dann schauen, mit welchem PMS du verbunden bist, ob wir das von der PMS-Seite her machen oder ob wir das für unsere Seite machen. In diesem Fall, um das ganz kurz zu erklären, würde es halt so aussehen, wir würden ein übergeordnetes Objekt haben und diesem übergeordneten Objekt mehrere Objekte unterordnen. Wir gehen davon aus, dass die untergeordneten Objekte dann alle die gleichen Charakteristiken oder sehr ähnliche Charakteristiken haben, denn wir würden dann alle Daten bzw. alle Einstellungen von dem übergeordneten Objekt auf die untergeordneten gruppieren, was für dich dann als Vorteil hat, dass du die wirklich sehr effizient bewirtschaften, managen kannst und ja, da ist auch ein kleiner Preisvorteil dann drauf. Okay, schreib einfach mal das Support-Team an, ob das mit deinem PMS möglich ist und dann wird man sich mit dir auch da in Verbindung setzen können. Gut, Stefan sagt uns hier oder fragt hier, in meiner Region gibt es nur wenige Vergleichsobjekte. Wie genau ist Preislabs, was A, die Preise angeht und B, die Mindestaufhalte angeht? Sehr, sehr gute Frage. Komplex, nicht so einfach jetzt zu beantworten. Ich versuche es kurz zu machen. Ihr müsst Preislabs wirklich oder ja, ihr müsst Preislabs so verstehen. Wir schauen halt hauptsächlich nach den Nachfragetrends. Wir wissen zwar auch, wie die Preise sind, aber was Preislabs halt nicht macht, ist jetzt die Preise zu matchen. Das heißt, wir werden nicht versuchen, wenn der Nachbar auf 100 Euro ist, euch auch auf 100 Euro zu setzen. Ganz einfach, das macht im Short-Term-Rempeln macht das halt wirklich sehr, sehr wenig Sinn. Ein Hotel, ein Revenue Manager im Hotel, der kann vielleicht schon mal so auf die andere Straßenseite gucken, wo das Konkurrenzhotel mit 300, 400 Zimmern ist und sagen, okay, wir wollen generell immer x Euro über oder unter dem Preis sein, da macht das Sinn. Hier sieht es ja so aus, viele Wohnungen sind so unterschiedlich angeordnet, eingerichtet und so weiter, dass es da wenig Sinn macht. Also wichtig hier zu verstehen ist, es geht um Nachfragetrends und den Preis, den würdest du ja dann mit deinem Basispreis, welchen du auflegst, dann bestimmen, beziehungsweise ihn dann dementsprechend modifizieren, was du halt als persönliche Einstellung aufsetzt. Wenn es jetzt bei dir nur wenige Vergleichsobjekte sind, ja, die nächste Frage wäre jetzt zu fragen, was ist jetzt wenig, weil ab 20 kann man schon eine gute Statistik erstellen. Alles, was natürlich mehrere Datenpunkte sind, ist natürlich besser. Ich habe es, glaube ich, an einer Stelle erwähnt, Preislabs versucht wirklich die nächstliegenden 350 Objekte in den Vergleich zu ziehen und aus diesen dann statistisch gesehen gute Ergebnisse zu erzielen. Okay, schauen wir mal, ob wir noch etwas Interessantes haben. Gibt es einen deutschsprachigen Support am Telefon? Noch ein Alex haben wir hier. Oder derselbe Alex. Derselbe Alex. Hast du Glück gehabt, Alex. Zwei Fragen kriegst du hier beantwortet. Telefon machen wir generell nicht. Was wir haben, sind halt Videocalls. Bei Videocalls sieht es halt so aus, dass wir für den deutschsprachigen Bereich halt noch nicht genügend Personal haben, um jetzt alle Kunden auf Deutsch oder telefonisch beziehungsweise mit Videocalls abzudecken. Das heißt, für einige ja, aber halt nicht. Ja, der beste Weg wäre, schreibt einfach eine Mail, die wird auch übersetzt. Die Leute versuchen dann auch wirklich auf Deutsch dann zu antworten, was in der Regel ganz gut läuft. Ansonsten für Videocalls bin ich im Moment zurzeit buchbar. Müsstet ihr mal schauen, dass ihr auf Support, dass ihr nach meinem Kalender fragt und wenn Zeit da ist, machen wir das natürlich gern. Gut, was haben wir noch? Mhm. Okay, wie funktioniert der Hover? Okay, Simone fragte, ich habe insgesamt 3 Häuser mit unterschiedlich großen Unterkünften, Apartments, Suiten und Ferus. Sehr gerne möchte ich einen Kalender clustern mit Grundeinstellung für das jeweilige Haus. Kann ich dies einstellen? Okay, ich sehe, dass Dario
Okay, kann ich dies einstellen? Ich bin jetzt nicht sicher, Simone, ob ich deine Frage jetzt richtig verstehe. Vielleicht möchtest du uns das Ganze ja auch einfach mal per Mail zuschicken und wir können dann über diesen ganz spezifischen Fall mal rüberschauen und sehen, wie wir das in Preisabs aufsetzen können. Gut, ich denke, wir haben noch, was hat die Zeit? 45. Okay, wir haben noch Zeit, um noch auf ein paar Fragen einzugehen. Okay, ab welcher Größe bzw. ab wie vielen Einheiten bekommt man einen Account Manager zugefügt? Das ist eine gute Frage, Armin. Vielen Dank. Normalerweise, wie gesagt, sind es für größere Accounts, also sprich alles, was jetzt über ja, 50 ist, sind für uns größere Accounts. Im deutschsprachigen Bereich sieht es halt so aus, dass wir da halt noch etwas flexibel sind. Das heißt, ich habe in der letzten Zeit, ich habe also wirklich auch Anrufe gehabt mit Leuten, die hatten, weiß ich nicht, 4 oder 5 oder manche nur 11 Einheiten. Was heißt nur? Man sollte das ja nicht verachten, nicht? Schreib uns einfach mal an und wenn Zeit da ist, setzen wir uns gerne zusammen und schauen uns das auch bei dir ein. Gut, ich bin dann jetzt hier über eine Menge Fragen rübergegangen. Vielleicht schaffen wir noch 2 oder 3. Okay. Mhm. Was haben wir noch? Okay. Äh, Einstellungsoptionen sind komplex, das hatten wir schon. Was haben wir noch als Frage? Alex hatten wir schon. Andrea, ja, Thorsten hat uns gesagt, hier bitte die Folie vergrößern. Ich weiß, wir haben, wo wir den Test gemacht hatten, ich weiß, die Folie war auf der einen Seite, ich war auf der anderen Seite zu sehen, dass meine Kollegen wollten das während des Calls noch abstellen. Scheint wahrscheinlich nicht so geklappt zu haben. Bitte ich dich natürlich um Entschuldigung, wenn das nicht der Fall gewesen ist. Und hinsichtlich der Verbindung zu VRBO in naher Zukunft verbessert, fragt uns hier der Maximilian. Momentan kann man Preis und Mindestaufhalten nicht synchronisieren. Okay, in diesem spezifischen Fall müsste ich auch nachfragen, Maximilian, wie es aussieht. Natürlich arbeiten wir ständig daran, die Verbindung zu verbessern. Oftmals liegt es natürlich auch an der OTE selbst, beziehungsweise am Property Management System, was wir halt machen können. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir viele Funktionalitäten haben, aber nicht alle Funktionalitäten werden hundertprozentig auch von allen PMS-Systemen übernommen, beziehungsweise sind verfügbar. Im Fall von VRBO bin ich jetzt, um mich ganz ehrlich zu sein, bin ich jetzt nicht auf dem Laufen, ja, Verhandlungen will ich nicht sagen, wie der Stand der Dinge ist im Moment, ob da Verbesserung drin sitzt, aber du kannst sicher sein, dass von unserer Stelle oder von unserer Seite alles getan wird, dass dort eine super Schnittstelle vorhanden ist. Nicht? Es gibt einige ähm, Anbieter oder einige PMS, die VRBO auch gar nicht drin haben. Das heißt, es mag wahrscheinlich auch ein bisschen an der Schnittstelle dort liegen. Gut, okay, Angelina, und das wird unsere letzte Frage sein, die fand ich noch ganz gut hier. Wie schnell reagiert PriceLabs mit Veränderungen der Nachfrage, zum Beispiel bei Veranstaltungen? Sehr, sehr gute Frage, gefällt mir. In der Regel würde ich sagen, also wir synchronisieren, um das so zu erklären, wir synchronisieren alle 24 Stunden. Wir haben vorhin über diesen Prozess gesprochen, den ihr euch eigentlich mehr als Rat vorstellen sollte. Also alle 24 Stunden werden Daten neu gesammelt, werden neue Daten verwehrt, sauber gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, in der Regel würde es so lange dauern, bis die nächste Synchronisierung wieder ansteht. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, wann diese Veranstaltung bekannt gegeben wird. Also sprich, wir in der Regel Synchronisierungen werden nachts gemacht. Das heißt, wenn zum Beispiel Taylor Swift abends um 17 Uhr bekannt gibt, dass sie wieder eine neue Konzerttour gibt und wann und wo diese Konzerttour stattfinden würde, dann müssten wir halt bis zur nächsten Synchronisierung warten, bis wir halt diese Info auch bekommen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn, weil das wird sehr oft gefragt, nicht? Wenn zum Beispiel etwas kleinere Veranstaltungen sind, die vielleicht auch gar nicht detektiert werden,
von PriceUp habt ihr auch immer die Möglichkeit, wenn ihr jetzt diejenigen seid, welche wirklich nun die Experten bei euch in der Region sind, die halt wissen, okay, zum Beispiel, es wurde jetzt bekannt gegeben, da ist dieser oder jener Marathon wieder da. Ich erwarte halt, dass die Nachfrage ansteigt. Ich habe dann auch wirklich die Möglichkeit, für diesen Zeitraum mit wenigen Klicks für mehrere Objekte gleich den Preis, sagen wir, zu verändern. Ein Hotel macht das sehr, sehr oft, um diese Daten, um diese spezifischen Daten, also sprich diese spezifischen Zeitraum zu schützen, in Anführungsstrichen, da wir halt noch nicht genau wissen, vielleicht wie hoch die Nachfrage wirklich im Endeffekt sein würde. Würde es Sinn machen, den Preis hier erst einmal hochzustellen, vielleicht noch zu warten, bis dann dieser Event auch von unserem System erfasst worden ist. Und dann könnte man natürlich diese Überschreibung wieder annullieren, was auch automatisch gemacht werden kann. Ja, kann automatisiert werden. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich mache jetzt eine Handüberschreibung für die nächsten 3 Tage und bis dahin müsste dann PriceUp in der Lage sein, auch diesen Event zu erfassen. In dieser Überschreibung lege ich einfach noch, ich denke mir jetzt mal was aus, 25% auf den Preis hin, rauf oder 50%, was auch immer. Ich will halt auf der sicheren Seite sein, also nicht zu günstig verkaufen. Und diese Handüberschreibung würde dann sich nach 3 Tagen automatisch löschen und wir würden dann die akkuraten Daten wieder da haben. Das wäre vom Prinzip her, wie es funktionieren könnte und wie man das handhaben könnte, wenn jetzt gewisse Ereignisse halt nicht sofort erfasst werden. Gut, ich denke, unsere Zeit ist jetzt im Moment über. Ich danke euch wirklich nochmals ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch eingeschrieben habt. Ich weiß, dieses Webinar war jetzt nur ein Anfang, um einen groben Einstieg und eine grobe Erklärung über PriceUp und um PriceUp zu geben. In der Zukunft sind noch mehrere geplant, die dann natürlich auch technisch gesehen wesentlich mehr ins Detail gehen würden, worauf, glaube ich, alle auch ein bisschen warten. Wie gesagt, schaut hin und wieder mal bei uns auch in unsere Wissensbank rein, hellopricelabs.co. Einfach reinschauen. Resources, dort werdet ihr viele Artikel finden, welche auch alle Stück für Stück übersetzt werden in die deutsche Sprache, für den, der halt mit dem Englisch nicht ganz so gewandt ist. Es sind schon viele übersetzt worden, es werden immer mehr, aber es sind natürlich noch nicht alle. Und wie gesagt, als letzter Schritt ist die Webinars, die werden geplant. Ansonsten noch einmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, alles Gute und ja, bis zum nächsten Webinar. Vielen Dank.